Du hast ISG und Ischiasschmerzen und möchtest sie gerne loswerden. Warum entstehen die? Meistens dadurch, weil wir sitzen, wie René das gerade tut, und das Sitzen nicht ausgleichen. Vorne Zwiebelspannung, hinten Gegenspannung und dann wird der Ischias komprimiert, das ISG wird zu stark zusammengezogen, weil die Gesäßmuskeln zu stark angespannt sind. Und da resultieren jede Menge anderer Probleme und Schmerzen draus und Blockaden und so weiter. Das lösen wir jetzt auf. Und wir fangen direkt an mit einer der wichtigsten Übung, nämlich der Gesäßübung auf dem Stuhl. René, streck mal dein rechtes Bein bitte. Und wir zeigen das Ganze jetzt für die rechte Seite. Für die linke Seite muss es genau andersrum machen, also seitenverkehrt. Und für beide Seiten halt nacheinander erst die eine, dann die andere. Streck mal dein rechtes Bein und jetzt leg mal deinen linken Fuß hier unten auf dein rechtes Bein. Gestreckt? Ja, nee, ruhig ein bisschen gebeugt. Okay. So ein bisschen gebeugt, das schaffen die meisten, ja. Es kann aber sein, dass auch das schon eng ist bei dir. Dann würdest du in der Position bleiben. Jetzt zieh mal, René, deinen Fuß weiter hoch Richtung Knie. Vielleicht ist auch das da die Position, knapp unterhalb des Knies. Dann würdest du genauso verfahren. Vielleicht kommst du aber auch drüber. Und wenn du drüber kommst schon, jetzt beug mal dein rechtes Knie immer weiter. Zunächst mal leicht. Vielleicht merkst du schon, oh, jetzt wird es eng im linken Gesäß, ja. Also wir machen das für die, habe ich vorhin rechte Seite gesagt, wir machen es für die linke Seite. Ja, habe ich Ihnen versprochen. Also für die linke Seite so rum, für die rechte Seite bitte andersrum. Und zieht es schon im Gesäß? Ja, muss ich gerade bleiben im Rücken schon? Soll es schon gerade bleiben, Dann ja. zieht's Zieh's auch schon ein bisschen. ja. Dann beugt das Knie noch ein bisschen mehr. Genauso, wenn du merkst, jetzt wird es langsam knapp, dann stoppst du. Und jetzt greifst du mit der einen Hand zum Fußgelenk, mit der anderen Hand zum Knie. Das ist die Position, Rücken ist gerade. Und da geht es jetzt praktisch los mit der ersten Übung, nämlich du bleibst im Hohlkreuz und kommst mit deinem Nabel immer weiter nach vorne. Ja, Hohlkreuz und Nabel kommt nach vorne. Nicht der Oberrücken kommt nach vorne, der kommt nur nach vorne, weil der Nabel nach vorne kommt, aber nicht von sich alleine. Das heißt, du vermeidest das Beugen im Rumpf, weil das würde der Dehnung ausweichen. Ich kann nicht weiter. So bleibst du, so weit wie es geht und dann ist gut. Atme dich ein bisschen rein, immer wieder darauf achten, dass der Rücken schön gerade bleibt, schön im Hohlkreuz bleiben und dann ganz sanft immer mit dem Bauchnabel weiter nach vorne gehen, wenn du merkst, da ist noch ein bisschen Weg frei. Aber du beugst hier oben drüber. Stimmt, das ist falsch, ja. Du musst praktisch gerade bleiben und am besten hast du die Kontrolle für die Korrektheit der Übung, dass wirklich nur dein Bauchnabel nach vorne geht. Konzentriere dich mal nur auf den Bauchnabel, dann merkst du, es zieht hinten im Gesäß gleich wesentlich mehr rein. Ja, vor allem merkt ihr auch, dass ihr automatisch gerade bleibt. Genau, das ist der Grund, gell? Atme dich immer weiter nach vorne, aber nur über den Bauchnabel nach vorne gehen. Ja, man muss da dran denken. Ja, also. Und jetzt wollen wir Krafttraining fürs Gesäß dazu packen. Jetzt drückst du aus Beinkraft heraus mit dem linken Fuß gegen dein Knie. Als würde ich mein Knie reindrücken wollen in die Erde. Ja, deinen Fuß eher, ne? Aber über das Knie deinen Fuß in die Erde drücken. Ja. Ja, aber nicht mit den Händen das machen. Okay, aus ja. Beinkraft heraus das machen. Ja. Ja, weil das spannt jetzt das Gesäß an. Und wenn das Gesäß in der Dehnung angespannt wird, dann gewöhnt sich leichter, eine größere Länge entspannt einnehmen zu können. Und das heißt, entspannteres Gesäß, mehr Flexibilität. Das wollen wir ja haben. Dann stopp wieder diese Kraft, bleib aber in der Dehnung drin und verstärk die Dehnung noch ein bisschen. Heißt was? Was heißt verstärken? Wie muss ich machen? Mit dem Bauchnabel mehr nach vorne bringen. Mehr nach vorne. Ja, aber nicht oben. Immer den Bauchnabel. Ja? Ist gut, dass der René das immer dauernd falsch macht, Ja, weil dann ist kriegst toll. du immer wieder den Hinweis, dass nur der Bauchnabel nach vorne soll. Du merkst es auch. Wenn du oben im Rücken beugst, tut sich in der Hüfte, im Gesäß überhaupt nichts oder nur ganz, ganz wenig. Sobald du den Bauchnabel mehr nach vorne nimmst, merkst du sofort die Verstärkung hinten im Gesäß. Wenn dir die Ansage, wie ich das erkläre und sowas, wenn dir das gefällt, ja, dann gib mir mal einen Daumen nach oben jetzt und like das mal. Oder wenn du halt wieder die Hand frei hast. Ja? Auf jeden Fall dran denken. Ich freue mich. Schön reinatmen und jetzt spannen wir nochmal an. Spann wieder mit dem Fuß gegen das Knie. Dann merkst du In beiden Beinen. im linken Gesäß, wie es sich anspannt, weil da ist ja der Gesäßmuskel, der diese Kraft praktisch aufbaut. Lass wieder locker und komm nochmal weiter nach vorne ein bisschen. Geht auch noch ein bisschen weiter nach vorne, aber ich muss schon kämpfen, gell?
Ja, aber kämpfen ist schon fast zu negativ, ja. Du musst so ein bisschen was intensiver dafür tun. Ja, dann wärst du in der richtigen Intensität, wenn du das so beschreiben würdest, ja. Und dann ist die erste Übung vorbei. Geh langsam raus, setz den Fuß wieder runter. Alright. Jetzt gehst du bitte für die zweite Übung direkt hier in den Kniestand. Und du setzt deinen linken Fuß nach vorne. Jawohl. Legst die rechte Hand aufs untere rechte Gesäß. Rechte Hand unter den Popo. Unter das rechte Gesäß. Und nimmst die linke Hand mal auf die rechte Leiste. Ja? So. Und jetzt möchtest du durch diese Doppelkontrolle, oder nimm die nicht auf die Leiste, nimm sie noch mehr auf den Bauchnabel. Ja? So, Leiste etwas höher zum Bauchnabel. Okay. Und jetzt schiebst du mal deine rechte Leiste mit deiner rechten Hand nach vorne und gleichzeitig den Bauchnabel mit der linken Hand zurück. Nicht drehen. Nicht drehen, sondern einfach Leiste vor und Bauchnabel zurück. Und dann merkst du die Dehnung. Das ist jetzt eine Dehnung für den Hüftbeuger. Der ja, weil er vorne zu kurz ist, durch das viele Sitzen, dafür verantwortlich ist, dass hinten erst die Spannung aufgebaut wird und dann ISG und dann Ischias die Probleme bekommen. Unserer Erfahrung nach, ja. Immer weiter nach vorne gehen und die Dehnung schön aufnehmen. Und bitte schreib mal nach der Übung einen Kommentar, wie du mit der Übung klargekommen bist. Würde mich total interessieren. Immer weiter nach vorne gehen. Da geht nichts mehr. Bauchnabel schon schön zurück. Dann bleibt, wenn nichts mehr geht, bleibst du genau an der Stelle, wo nichts mehr geht, dran, weil das ist ja die übende Stelle, wo sich dann die Struktur verändert als Reaktion darauf. Ja? Bleib dran, atme rein und jetzt machen wir auch hier eine kleine Krafttrainingseinheit, weil das so viel bringt für die Dehnung. Bleib genau wie du bist, René, oder auch zu Hause. Und zieh dein rechtes Knie nach vorne. Wie soll was das nicht gehen? Geht. Ja. Ja, es geht ja nicht. Du spannst ja nur an. Ich wollte schon beschweren. Ja, du spannst isometrisch an. Isometrisch anspannen heißt, ohne dass eine Bewegung zustande kommt, anspannen. Ja? Lass wieder locker. Geh noch ein bisschen weiter rein. Bauchnabel zurück. Gesäß vor. Es haut rein, gell? Aber bitte immer merken, die Übungen, die reinhauen, die man deutlich spürt, das sind die wirkungsvollen Übungen. Dehnen, ohne dass da was wirklich auch richtig zu merken ist, bringt gar nichts bis ganz wenig. Ja? Ist die Zeit zu schade eigentlich. Und nochmal, du willst wieder mit deinem rechten Knie langsam steigernd nach vorne ziehen. Der restliche Körper bleibt, wie er ist. Du lässt locker und jetzt gehst du noch ein Stückchen weiter vor. Meistens geht es dann noch ein Stückchen. Gib mir doch noch mal einen Tipp für andere Videos. Hast du da noch was im Angebot, Roland? Mache ich gleich. Bleib mal bei deiner Übung. Ich wollte ablenken. Bleib bei deiner Übung. Wolltest ablenken, ich weiß. War auch nett gemeint, vielen Dank, aber ich lasse mich nicht ablenken. Ja? Und langsam wieder raus. Und jetzt setz dich bitte mal hin, die Füße nach dort. Bei dir gibt es keine Pause, direkt weiter. Wir wollen ja keine Zeit verschwenden. So. Okay? Wenn du gut aufgepasst hast, da hast du gemerkt, wir haben links was fürs Gesäß gemacht und rechts was für den Hüftbeuger, damit für beide Seiten mal das Gefühl nachvollzogen werden kann. Aber denk dran, wenn du nur auf einer Seite das Problem hast, ja, dann mach beide Übungen für die gleiche Seite natürlich. Okay? Und jetzt machen wir eine Doppelübung, wo praktisch auf der einen Seite das Gesäß gedehnt wird und auf der anderen Seite der Hüftbeuger. Das verstärkt nochmal das Ganze. Geht wie folgt. Leg mal deinen Unterschenkel unter dein rechtes Knie und rutsch auf der Matte ein bisschen weiter nach vorne, bitte. Unterschenkel und das rechte Knie. Genau. So. Und jetzt genau austarieren. Der Unterschenkel ist parallel zum vorderen Mattenrand. Wenn du keine Matte hast, dann einfach gerade vor dich legen. Jetzt siehst du, das Knie hat einen Winkel, der ist kleiner als 90 Grad, weil der René hier sitzt statt hier. Deswegen heb dich mal hier rüber, bis du dort sitzt. Und jetzt hast du hier einen rechten Winkel im linken Knie. Ja. Und jetzt legst du dich noch ein bisschen mehr auf die linke Seite rüber, damit du mit dem rechten Bein ganz rum kannst nach hinten. Ach du lieber Gott, ich weiß, was du meinst. Versuch mal, ja, ja, immer weiter und geh mal weiter nach hinten. Okay, und jetzt merkst du schon, wo es klemmt. Ja? Jetzt merkst du das Dehnungsgefühl im linken Gesäß
und rechts in der Leiste, richtig? Ja. Und da seht ihr schon beim René, links, das geht einigermaßen, aber rechts hat er ein richtiges Problem, da ist der Hüftbeuger zu kurz. Das kann bei dir genauso sein. Und lass dich nicht entmutigen dadurch. Du bleibst halt so weit da drin, wie es geht, aber mach es dir einfacher. Tipp von mir, René, die linke Hand, stell die mal dorthin. Bisschen weiter nach links und bisschen weiter nach vorne. Das hilft schon, ja. Das hilft schon, weil du kannst dich jetzt besser halten. Ja? Also platziere deine linke Hand so, dass sie deinen Rumpf nach hinten, das war zu weit vorne, nach hinten und nach rechts drücken kann. Merkst du? Aber hallo. Und dann versuchst du noch, auf dem hinteren Fuß den Fußrücken aufzulegen. Und zu guter Letzt versuchst du, mit der rechten Leiste nach vorne zu gehen, aber nur die Intensität, die halt gerade noch gut zu ertragen ist. Ja? Oha, Es kann jetzt gut sein, dass du diese ganzen Winkel nicht annähernd hinbekommst. Lass dich nicht entmutigen. Versuche trotzdem in die Übung reinzugehen. Und wenn du das nicht annähernd schaffst, weil du das nur hinkriegen würdest, wenn du vielleicht ganz weit auf der Seite bist, ja, dann könntest du noch eine kleine Entlastung sozusagen vornehmen und könntest mit deinem linken Bein noch nicht auf 90 Grad gehen, sondern vielleicht auf 45 Grad. Jetzt gehen wir wieder nach vorne und du merkst, ja, ist einfach. das fällt leichter. Ja? Und dann würdest du dich von diesem Winkel immer weiter hocharbeiten. Aber Roland, mach diese ganzen Korrekturen mit, damit du ein Feeling dafür bekommst. Weil auch wenn du merkst, du schaffst es nicht, jeder Versuch ist schon eine kleine Übung. Was wolltest du fragen? Nur für die Leute, die jetzt vielleicht gar nicht so weit kommen, die kämpfen sich dann quasi Stück für Stück in den 90-Grad-Winkel. Ganz genau. Die würden dann bei jedem Tag der Übung, du wiederholst die ja, bestenfalls 6-mal die Woche jeden Tag, vielleicht 3-mal die Woche, wie auch immer du die Intensität der Wiederholung bei dir einstellen möchtest, ja, weil es geht ja nicht darum, die Übung einmal zu machen. Du möchtest ja dann Fortschritt entwickeln. Und deswegen zeige ich ja auch immer anspruchsvollere Teile, damit du für dich auch einen Horizont hast, wie du dich weiterentwickeln kannst. Weil der Fortschritt führt dich immer weiter vom Schmerz weg. So ist das, ja. Übrigens, eine andere Variante für Gesäßübungen, ein paar andere Varianten, kriegst du, wenn du hier draufklickst, da kannst du mal gucken, weil letztendlich geht es darum, das Gesäß zu dehnen, da wo die ganzen Verspannungen sind. Guck mal, was es da sonst noch so im Angebot ist, ja. So, jetzt waren wir lang genug eigentlich schon in der Übung drin. Wir haben eins noch nicht gemacht, unser Krafttraining haben wir noch nicht gemacht. Das machen wir jetzt nochmal. Wie ist das Krafttraining? Indem, egal in welchem Winkel, der linke Fuß gegen den Boden drückt. Mach das mal mit. Der linke Fuß drückt gegen den Boden. Das rechte Knie drückt gegen den Boden. Fühl mal rein. Richtig viel Kraft, richtig viel Kraft. Noch ein bisschen mehr. Lass langsam locker. Aber geh nicht raus aus der Dehnung. Locker lassen heißt einfach nur die Kraft des Gegenspanns aufhören und weiter in die Dehnung. Das ist ein häufiger Fehler. Ein häufiger Fehler ist, dass man nach dem Anspannen beim Lockerlassen aus der Dehnung rausgeht. Aber dann gibst du ja diesen Geländegewinn der Dehnung, den du erreicht hast, den gibst du ja auf dann. Und deswegen bleib so und ganz im Gegenteil, geh noch ein bisschen weiter rein. Du wolltest noch was fragen? Genau, zu dem Geländegewinn, den ich dann errungen habe, mache ich dann entweder besser das Kreuz wieder gerade oder mache ich besser noch ein bisschen weiter hinter oder gehe ich besser in die 90 Grad? Am besten alles. Am besten alles, so wie sich's für dich am besten anfühlt. Versuch die einzelnen Sachen zu verbessern und guck, was du hinbekommst. Und das, was schon geht, verbesserst du noch ein bisschen. Und wenn nicht, lässt es so bleiben. Ganz pragmatisch immer arbeiten, ja? So, und jetzt leg dich nochmal auf den Rücken, bitte sei so nett. In dieser, nee, ne? Ja, geh raus aus der Position und leg dich auf den Rücken. So. So, und jetzt nimmst du dir den ISG und Ischiasretter und dann gehst du mit dem ISG und Ischiasretter unter dein linkes Gesäß. Weil das ist ja das, was die Spannungen hat. So, und jetzt suchst du einfach den Punkt, wo du am allerbesten den Schmerz auslöst, hinten im Gesäß, den du auch fühlst, gegen den du ja was machen willst. Guck mal, ob du den findest. Hab ich. Jeder hat bei sich einen Punkt. Ja? Es gibt kaum Menschen, die da keine Empfindlichkeit haben. Ja? Auch wenn es noch nicht so weit ist, dass du ein richtiges Ischias-Problem hast. Schon vorher ist es zu merken. Da bleib jetzt drauf. Da bleib drauf.
Bleib drauf und jetzt wirkt die Schwerkraft. Ja, ich liebe das, weil die Schwerkraft wirkt. Du kannst irgendwie dich ausruhen, ein bisschen Atemübungen machen, was auch immer, dich wohlfühlen. Und der Effekt der Entspannung kommt durch den Druck, der auf diese Stelle ausgelöst wird. Nicht bewegen, bleib drauf. Bleib stetig drauf und lass das wirken. Ja? Wie lange bleibe ich da drauf? Wie lange lasse ich 1-2 Minuten. Letztendlich gibt es keine Begrenzung, aber so 1,5-2 Minuten sind ziemlich optimal. Kann ich was falsch machen, wenn ich 3 Minuten drauf bleibe? Nein. Gut. Nein. Nur dann vorsichtig runtergehen, weil da ist ja ganz viel Entspannung. Klar. Kann sich viel verändert haben, dass der Körper sich wieder daran gewöhnt. Ja? Aber jetzt machen wir noch eine Zusatzgeschichte. Lass mich mal dahin, weil das war jetzt das statische Draufliegen. Ja? Jetzt machen wir dieses Teil hier drunter. Für was? Warum? Jetzt kannst du mehr massieren noch. Und das ist nochmal ein zusätzlicher Reiz, mit dem du tiefer ins Gewebe reinkommst. Leg dich wieder genauso, such deinen Punkt erstmal. Auch wieder auf die Ellenbogen. Okay. Und jetzt merkst du, du kannst wunderbar dich drauf bewegen. Jetzt kann ich auch rollen, also Ja. so kreisen. Ganz genau. Ja, kleine Spiralen machen. Aha, das ist es also. Und das ist eine wunderbare Geschichte, weil du jetzt nicht nur den Druck statisch reingibst, was auch schon eine gute Entspannung macht. Jetzt kommt noch Stoffwechsel rein, du erreichst noch mehr Rezeptoren, die auf Entspannung schalten und so weiter. Dafür ist er konzipiert. Und jetzt kurz in eigener Sache. Das ist eins unserer Hilfsmittel, die ich entwickelt habe. Warum entwickle ich diese ganzen Hilfsmittel? Damit dir das Üben leichter fällt, du zeitsparender üben kannst und einfach effizienter bist. Ja? Wenn du Interesse daran hast, dann klick unter dem Video auf das Bild, dann kriegst du die ganzen Infos. Okay, geh wieder runter und wir sind soweit durch. Ja. ISG-Blockade lösen, klicke hier, dann kommst du auf ein Video, wo es konkret um die ISG-Blockade geht. Und was ganz, ganz wichtig ist, abonniere bitte den Kanal, damit du nichts verpasst, wenn wir ein neues Video ausspielen. Und hilf uns, das Wissen zu verbreiten. Teil das Video mit ganz vielen Leuten, die diese Probleme haben. Ja, ich freue mich auf dich beim nächsten Video. Ciao. Ciao.